Er ist eine herausragende Persönlichkeit für den deutschen Sport. It is over. T-Mole's down. He takes it. Thank you to T-Mobile. Jedes Turnier jetzt vor Olympia ist wichtig. Jetzt nicht nur die nackten Ergebnisse, sondern auch wie man spielt. Ja, die German Open, habe ich gehört, sind das bestbesetzte World Tour Turnier aller Zeiten. Es ist das Turnier im eigenen Land und hier sind so viele begeisterte Zuschauer, die einen unterstützen. Grüß dich. Ja, ich habe gerade das Spiel ein bisschen gelesen. Super cool und er war auch voll nett und so weiter, weil ich nicht so gedacht habe mit so einem Superstar. Ich war ja selbst mal in einer ähnlichen Situation. Da hinten steht Jörg Roßkopf. Da habe ich selbst mal angestanden, um ein Autogramm zu bekommen. Der Timo erzählt ja gerne die Geschichte, dass er von mir ein Autogramm haben wollte beim Kinderolympiadenspiel in Düsseldorf und da keins bekommen hat von mir, war aber mit Sicherheit nicht böswillig. Deshalb versuche ich da auch immer, ja, zumindest ein bisschen was zurückzugeben. An die Kids Autogramme nach den Spielen zu schreiben oder auch mal wirklich an erwachsene Jugendliche, egal wem, zumindest eine kleine Freude zu bereiten. And inside the table. Oh, back edge of the table. Timo had his earlier to win a game, and this time it's Fan Zhendong to take the match. 11-9, 4 games to 2. Die Bilanz insgesamt ist natürlich verheerend gegen ihn. Sowas, ja, ist natürlich irgendwo im Kopf drin. So, jetzt zeige ich Ihnen was, da bin ich ganz stolz drauf. Ein Buch von Timo Boll, was er mir mit persönlicher Widmung geschenkt hat. Für meinen Bürgermeister Horst. Früher hast du mir viel beigebracht, ich hoffe, im Buch lernst du noch was von mir. Ganz tolle Sache. Es ist eine persönliche Wertschätzung, auf die ich sehr stolz bin. Also der Vater hat ihm die ersten Gehversuche beigebracht im Keller an der Tischtennisplatte zu Hause. Und dann habe ich eigentlich mit ihm regelmäßig trainiert. Und mit 9 Jahren war der Timo dann im Landeskader beim Helmut Hampel. Ein Hauptbestandteil des Lehrgangs ist die Lernfähigkeit. Das heißt, wir versuchen den Kindern im Einzeltraining etwas beizubringen. Dann versuchen wir es am nächsten Tag, ob sie es noch abgespeichert haben, ob sie es noch können. Bei Timo war es so, der Timo konnte es immer besser. Wir haben ihm was beigebracht und am nächsten Tag war es eigentlich besser gewesen wie am ersten Tag. Und dann konnte man zugucken, wie die Rakete gezündet wurde. Vergesse ich mein Leben nicht. Wir sind eine Woche nach Den Haag gereist. Es waren Europameisterschaften als Schüler. Und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, der kann Europameister werden. Was haben die in Höchst wieder gelacht? Die haben sich alle auf die Schenkel geklopft und haben gelacht und haben mich ausgelacht und hielt mich für einen Idioten. Also der Horst Bitsch hat damals schon zu mir gesagt, du Dieter, hör mal, da ist einer, der Timo Boll, der wird mal ein ganz großer. Der kann bis zur Weltmeisterschaft bringen. Ich habe gesagt, du spinnst doch. Aber er hat also schon Trainererfahrungen und er hat das schon gesehen, dass der Timo unheimliches Talent hat, ein Ausnahmetalent ist. Und ich hatte aber dann die Lache auf meiner Seite. Ich habe aus Den Haag angerufen und habe gesagt, großer Bahnhof, 3 Goldmedaillen. Europameister, Ping, Pong, Ping, Pong, Ping, Pong. Also nach der Europameisterschaft 1995, wo er im Einzel, Doppel und in der Mannschaft Europameister wurde, da haben wir auch hier einen Empfang veranstaltet in Clubheim und ein Kollege hat die Idee gehabt, wir könnten eigentlich seine erfolgreiche linke Hand verewigen in Gips
haben wir ein Tablett genommen, er hat Gips mitgebracht und haben wir seine Hand verewigt in diesem Tablett. Und ich weiß nicht, ob das inzwischen noch passen würde, wahrscheinlich sind die Hände ein bisschen gewachsen noch. Ja, das war schon so der erste große Erfolg, der dann auch irgendwie für Aufsehen gesorgt hat, gerade hier auch in Höchst. Da war schon was los. Mit 14 bin ich nach Gönnern gewechselt, in die 2. Liga erst. Da musste man sich ja was einfallen lassen mit ihm. Ja. Er wollte nicht ins Internat, er war einfach viel zu wertvoll. Es ist halt die Idee geboren worden, dass halt die Trainingsgruppe von dem TTV Gönnern komplett nach Höchst umzieht. Ja, war schon ein einmaliges Projekt, weil welcher Verein baut sich um einen jungen Spieler herum auf und lässt seinen Spieler sogar in dem Ort 180 Kilometer entfernt wohnen. Dieses System Gönnern, Spielen in Gönnern, Trainieren in Höchst, gab es ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Hier hat man sich eigentlich isoliert von dem Verein. Die Spieler haben dann hier in Höchst gewohnt, dass ich noch weiterhin hier zu Hause leben konnte. Ja, das war ja für mich ja fast auch gar nicht greifbar gewesen zu dem Zeitpunkt, weil es in der Bundesliga eigentlich so gewesen ist, dass die Vereine die Spieler vor Ort hatten, mit Trainer, mit Trainingsgruppe. Es gab auch viele, die gesagt haben, der Hampel verhätschelt den viel zu viel, der wird viel zu viel, der wird zu weich, der kann nicht gut werden, der schafft es nicht. Ja. Das war perfekt gewesen, weil der Timo, und das hat Helmut schnell erkannt, sich erstmal hier wohlfühlt, aber natürlich auch die Schule noch machen musste und hier seine Freunde hat. Aber alle, gerade die ganzen Kritiker, die haben bis jetzt noch keiner von denen, ich weiß, wer mich sehr kritisiert hat, auch die nicht zu mir gekommen und gesagt, du hast recht gehabt, wer die Nummer 1 der Welt war. Oder es war richtig, was du gemacht hast. Von daher bin ich natürlich dem Verein Gönner natürlich auch super dankbar. An dem Zeitpunkt, wo ich hier nach Höchst gekommen bin, war das für mich schon was komplett anderes. Wir haben ja damals einen Jörg Exer geholt, auch weil der Timo noch kein Führungsspieler zu dem Zeitpunkt war. Ich war es halt gewohnt, dass alles hochprofessionell abläuft. Und hier in Gönnern war doch alles auf Timo abgestimmt. Und da musste ich 1, 2 Strukturen hier auch verändern. Und das war für den Timo am Anfang schwer gewesen.